Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema starke Goldaktienbewegung voraus. Disclaimer. Starke Goldaktienbewegung voraus. Schaut man sich die letzten Goldaktienausbrüche an, sieht man, dass eine weitere starke Aufwärtsbewegung bei Goldaktien zu erwarten ist. Man sieht, dass die Ausbrüche immer länger und immer stärker werden. Wenn man in der Lage ist, diese Bewegung zu timen, lässt sich ein Vermögen machen. Der jetzige Zeitpunkt ist daher genauso selten und lukrativ wie damals Anfang 2016 oder im April 2020 beziehungsweise Ende 2018. Schauen wir auf die Charts. Also der Goldaktienbullenmarkt begann ja sozusagen im Januar oder beziehungsweise Dezember 2015, Anfang 2016 mit diesem enormen Spike nach oben, der 6 Monate gedauert hat, dieser Anstieg. Und dann kam es zu einer Seitwärtsphase bis sozusagen Ende hier 2018. Und eigentlich ging dann dieser Bullenmarkt hier von Ende 2018 bis hier war das August, September 2020. Also wesentlich länger als dieser Ausbruch. Also diese ganzen Impulse werden stärker. Hier dieser Statist meint, das hatte im Grunde genommen hier in der Corona-Krise im April 2020 begonnen, bin ich nicht der Meinung. Ich denke, dieser Bullenmarkt begann hier und ist damit länger. Und diese Corona-Krise war wirklich ein Sonderphänomen, das einfach nur ganz, ganz kurzfristig diesen Aufwärtstrend nur kurz unterbrochen hat und dann ging es eben auch weiter. Und jetzt sind wir eigentlich wieder auf dieser Linie hier angekommen. Und es ist ja zu erwarten, dass wir einen noch größeren Ausbruch als diesen hier bekommen. Und das dürfte, wie ich in den einen Videos vorher gesagt habe, mittlerweile denn von diesem gesamten Goldaktienaufwärtstrend der absolut stärkste werden. Und es ist wirklich ratsam, hier im Dezember 2022, Februar 2023 zu gucken, wo ist denn dieser Goldaktienindex? Vermutlich um die 60 dürfte er sein. Aktuell ist es hier immer noch bei 26. Es ist also eine ganz gigantische Chance, dass ich noch daran erinnere, wie im Januar 2016 oder eben hier zu diesen Tiefpunkten. Das Gleiche haben wir jetzt auch und ist es zu erwarten, dass es der längste und stärkste und energiereichste Ausbruch wird. Und wenn dieser Punkt erstmal erreicht wird, dann werden die Aktien auch irgendwie seitwärts gehen oder vielleicht zurückgehen. Jedenfalls die ganz großen Gewinne sind dann nicht mehr zu machen und es dauert dann wahrscheinlich wieder, bis wir Gewinne mit Goldaktien machen können. Also das ist dieser entscheidende Punkt, an dem stehen wir. Mike Maloney hatte jetzt aktuell nochmal das Goldziel für Ende des Jahres durchgegeben. Auch er sagt, und er ist ja auch vorsichtiger geworden, 2130 oder was er sich da gelegt hat. Ich werde das auch nochmal später im Video dann verlinken. Ja, das heißt Goldaktien-Rallye mindestens die nächsten 6 Monate lang. Vielleicht natürlich darüber hinaus ist nämlich wirklich denkbar, dass diese Bewegung so stark ist, dass dieser Kanal hier nach oben massiv verzerrt ist, so wie es hier nach unten verzerrt ist. Denn irgendwo läuft es ja immer synchron, dass eben diese absolute Tiefe hier bei Goldaktien, hier die vom April 2020, sozusagen mit einer Art Super Spike nach oben beendet werden. Und das ist der absolut beste Zeitpunkt dann zu verkaufen. Kann man natürlich nicht timen. Man muss natürlich, wenn wir in diese Richtung kommen, hier 55, 57, 60 GDX, dann muss man, sage ich mal, so langsam das verkaufen oder sich von diesem Markt trennen. Ja, so leicht kann Goldaktien sein. Natürlich war einem das nicht so bewusst, dass diese Goldaktien, obwohl wir wussten, dass auch das dass sie eigentlich nur in Spikes arbeiten. Also wenn wir irgendwo diese Linie getroffen haben, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, gegebenenfalls die Goldaktien verkaufen. Aber wir sind in der unteren Linie. Wir sind noch lange nicht da. Das kann noch gut dauern. Aber so läuft das im Grunde genommen. Im Grunde genommen hätten eben die Leute großes Geld gemacht, die verstanden hätten, diese Spikes einfach zu verkaufen, dann entweder für die Gewinne Gold kaufen, beziehungsweise
einfach Cash hinlegen und dann gegebenenfalls wieder bei absoluten Verzerrungen nach unten einzukaufen. Das hatte ich ja in der Vergangenheit mal berichtet, einfach dieser Wechsel zum Beispiel von Gold und Goldaktien wäre auch einer der wesentlichen Erfolgsgeheimnisse der letzten Jahre gewesen, mit sehr wenig Stress. Ähm, ja, so viel dazu. Silberprojektgenerator Mexiko, hohes Risiko. Also das Unternehmen betrachtet Polomosas und San Marcial als die wichtigsten Projekte im Bergbaudistrikt. Das Unternehmen kontrolliert wichtige Konzessionen, die an wichtige Projekte im Bergbaudistrikt Rosario angrenzen. Sehen Sie unten hier die Karte, das ganze Gebiet hier, das ist, sage ich mal, so an der Westküste Mexiko, so Mittelmexiko auf der Höhe von Mexico City, aber auf der westlichen Seite. Das Projekt Palomasas befindet sich aber 5 Kilometer nordwestliches Projekt San Marcial im Bergbau Rosario und Sinaloa, wodurch sich Synergien für Exploration, Bohrung, Ressourcenerweiterung, zukünftige Erschließung ergeben. Beide Projekte weisen ein geologisches Umfeld auf, das am westlichen Rand der Sierra Madre Occidental liegt und dem Bergbaudistrikt San Dimas ähnelt, in dem 600 Millionen Unzen Silber und 11 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Das Projekt umfasst 29.000 Hektar und kontrolliert die meisten der im östlichen Rosario-Bergbaudistrikt identifizierten Silber-, Gold-, Blei-, Zink-Mineralisationszonen. St. Martial hat Silberressourcenprojekt Potenzial für eine künftige Erschließung im Tagesbau aufweist. 1250 Hektar großes Grundstück, befindet sich 98 Kilometer südöstlich von Mazatlan im Bundesstaat Sinaloa. Ähm, ja, eine Ressourcenschätzung ergibt 36 Millionen Unzen Silberäquivalent und 11 Millionen Unzen abgeleitetes Silberäquivalent. Und zukünftige Erweiterungen sind oftmals insgesamt 47 Millionen Unzen. Dann haben sie noch das La Trinitat-Gebiet. Das war Berichten zufolge bis zu ihrer Schließung im Jahr 2019 einer der hochwertigsten Goldminen im Tagebau in Mexiko. Ab dem 1. September 2021 erwarb das Unternehmen 100% von Marlin Gold Mining. Marlin besitzt 100% von Oro Gold de Mexico, ein mexikanisches Unternehmen, das die Goldmine La Trinidad und 12 äußerst aussichtsreiche Konzessionen mit einer Gesamtfläche von sage und schreibe 107.392 Hektar besitzt, die an das bestehende Grundstücksportfolio des Unternehmens angrenzen. Dann haben sie noch das El Habal-Projekt mit 3.700 Meter. Auch dort ist eine hervorragende Infrastruktur für Minenerschließung. Jetzt in den Potentialfaktor sind nur die vom Guide Martial angegebene Ressourcenschätzung drin. Und von allen anderen Projekten, inclusive des Flaggschiff, ist nicht angegeben, haben wir keine Ressourcen. Also es dürfte sich um wesentlich mehr noch halten. Auch allein dieses Gebiet mit den 107.000 Hektar ist im Grunde genommen einfach gigantisch. Also das kann wirklich ein wirklicher Highflyer unter Umständen werden. Das sind riesige Gebiete, riesiges Potenzial, Explorationspotenzial ist erweitert, das Ganze ist hochgradiges Silber auch, weil sie agieren eigentlich in demselben Gebiet, wo viele andere hochgradige Silberaktien, Silberunternehmen unterwegs sind, wie beispielsweise von der ich gestern berichtet habe, wo Eric Sprott investiert. Das ist ein ganz heißes Gebiet, würde ich sagen. Und Sie sehen es auch am Aktienkurs, dass dieser, sage ich mal, nach dieser Corona-Krise enorm Feuer gefangen hat. Und damals stieg sie ja von 10 Cent hier auf fast $1. Hat im Grunde genommen alle Gewinne wieder abgegeben, sodass man jetzt eigentlich wieder einsteigen kann. Und Sie sehen, Boden hat das Unternehmen gefunden, ist jetzt mittlerweile wieder von 10 Cent auf fast 20 Cent gestiegen, also 100% zugelegt. Und ich denke mal, wenn jetzt Gold und Silber, so sage ich mal, ein bisschen weiter steigt, ist die Aktie auch schnell wieder bei $1. Und dann, wenn wir dann in die Mania-Phase bei
2100, 2200, 2300, 2400 kommt, sind auch wirklich mehrere Dollar möglich. Und das ist ja das Attraktive. Ja, also ich denke, ein sehr interessantes Unternehmen mit sehr viel Potenzial. Klar, liegt in Mexiko, ist nicht Nordamerika, aber klar, wenn man eben große Menge Silber haben will, muss man in dem Gebiet eben unterwegs sein. Und ich denke, bevor es, sage ich mal, staatliche Eingriffe gibt, da müssen die Kurse wirklich hoch bewertet sein. Also jetzt sind sie eigentlich froh, wenn in der Community dort Arbeitsplätze und ähnliches geschaffen wird. Ja, nochmal generell zu unserer Philosophie. Also es gab in den 70er Jahren diesen verrückten Goldaktienbullenmarkt, wo Aktien von 15 oder 20 Pfennig Cent teilweise auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen ist. Also Anstieg ist 100, 200, 300, fast 400-fache. Ja, ab und zu hat es auch mal Vertausendfachung gegeben in dem Sektor, was natürlich selten ist, aber gegeben hat es das. Und das passiert natürlich besonders in den Phasen, wo Minen vorher ziemlich kaputt gegangen ist, wo keiner die haben will und wo dann irgendwo so ein inflationärer Ausschlag kam, wie 1980. Ehrlich gesagt, genau dasselbe Szenario, wie wir uns heute vorstellen. Es ist unheimlich negative Stimmung noch für Goldaktien. Es glaubt eigentlich keiner, dass sich auch Gold wiederholt. Aber ich sage Ihnen, Richtung Jahresende, Gold steigt wieder über 2000 und dann haben wir diese ganze negative Stimmung ist weg, geht dann langsam wieder in Euphorie über, dann steigt Gold auf 2200, 2300, 2400, werden die Leute überphorisch. Dann erwarten auch die Leute, wenn also Gold 2,4, 2,5 steht, erwarten die Leute, oh, Gold wird ja langfristig auf 5.000 oder 10.000 steigen und Silber eben auf 200 oder 400. Und das Attraktive ist, wenn diese Stimmung entsteht, meiner Meinung nach, haben gerade diese Goldaktien nehmen sozusagen diese Stimmung vorweg. Aber das ist so ein Zeichen, wenn Sie das hören, dass man eigentlich auf den Goldaktiensektor sich dann verabschieden müsse und zumindest besser sein Geld in Gold oder so umwechselt, weil dann einfach die Unterbewertung ist abgeschlossen, kommt eine Überbewertung. Es kann dann eigentlich nur noch negative Überraschungen geben, wie zum Beispiel Minenverstaatlichung. Das ist das, was sicherlich viele nicht auf dem Radar haben, aber ab irgendeinem Punkt, fast alle Staaten sind pleite, sie brauchen Geld und wenn sie dann sehen, dass da sozusagen die Ausländer die ganzen Gold- und Silbersachen da rausholen, was sie eigentlich selbst brauchen würden, greifen die bestimmt ab irgendeinem Punkt zu. Deswegen wird diese Goldaktienrallye auch nicht für alle Zeiten gelten. Das ist jetzt, wo es total niedrig bewertet ist. Es wird jetzt einfach mit dem Anstieg einmal richtig hochgespült. Ich hoffe, das spiked enorm. Es kommt zu absoluten Übertreibungen, ähnlich hier wie die 1970er Jahren. Dann stoßen sie das ab und verlassen den Goldaktiensektor erstmal für lange Zeit. So würde ich die Sache rangehen. Und was kann man denn tun? Man muss einfach eben meines Erachtens gute Top-Gold-Silberaktien mit großen Ressourcen, mit Superlativen kaufen, die sehr viel Silber, sehr viel Gold im Boden haben, besonders hochgradig ist, besonders gutes Management-Team oder geringe Cashkosten. Solche Superlative dürfte nachher das Big Money, das ab irgendeinem Punkt reinkommt, das sich ja noch am Bankensektor, Versicherungen, Staatsanleihen, sonst was machen, aber irgendeinen Punkt wird es den großen rangeben und die versuchen dann alle diese Aktien zu kaufen und dann gucken sie natürlich, was sind denn Aktien, die besonders große Ressourcen haben, was sind Superlativen und dann aus diesen kleinen Mini-Markt-Caps können dann wirklich große entstehen und das ist so dann die ganz große Chance, wenn dann Gold vielleicht nur um 30, 40% steigt, können vielleicht einige Aktien in der absoluten Spitze in diesem Move dann um das 50, vielleicht in wenigen Fällen auch um das 100-fache steigen. Wer weiß. Und das die größte Goldaktien-Rallye aller Zeiten wird, who knows, was wir erwarten können. Attraktiv sind diese ungeheuren Tiefen. Jetzt, das passt nicht zusammen, bestehen vor einer inflationären Entwicklung. Wir haben derartig niedrige Preise von Goldaktien gegenüber Gold, deutet darauf hin, dass das Big Money sich diese Situation vorbereitet hat und ab irgendeinem Punkt dürfte genau das Gegenteil sein. Die Goldaktien dürften fliegen wie crazy. Und diese Unterbewertung dürfte mit einer extremen Überbewertung sich abwechseln. Und genau auf diesen Zustand hoffen wir.
Und wichtig ist es, dass man dann verkauft. Also Goldaktien sind kein Langfristinvestment. Im Grunde genommen kann man die eigentlich nur völlig am Boden kaufen. Und es muss im Prinzip in Sicht sein, dass da das zugrunde liegende Metall, in dem Fall Gold und Silber, höher steht. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in 2011 werden, wo dann Gold und Silber sich so dezimiert ist, das ist das schlimmste Szenario für Goldaktien, das sein kann, weil diese Goldaktien haben oftmals keinen Cashflow. Sie geben neue Aktien heraus, um sich zu finanzieren. Also sie verwässern, sage ich mal, ihre Aktien und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich nur ein Investment, wenn die total am Boden sind, so wie jetzt, und wenn zu vermuten ist, dass ein Goldpreisanstieg oder Silberpreis bevorsteht, was aber nun wirklich auch viele vermuten. Also die Chance sieht deswegen für Goldaktien sieht eigentlich ganz gut aus, im Grunde genommen, von dieser Tiefe aus gesehen. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, unterscheiden nach modern hohen und sehr hohen Risiko, berechnen diesen sogenannten Potentialfaktor aus der Marktkapitalisierung und der Anzahl der Unzen, Länderrisiko etc. Einlagen von Gold und Silber. Da kann man zum Beispiel die sachwertige Einkaufsgemeinschaft nutzen. Die sind in jeder Situation an Gold und Silber kommen, ganz unkomplizierte Abwicklung, bevor Sie überhaupt physisches Gold und Silber kaufen. Einfach auf die Vergleichsportale wie gold.de schauen. Nützliche Informationen, da finden Sie Informationen, mit welchen Broker arbeiten, welche in der Schweiz, weitere Charts auch zu Uran, weitere Informationsquellen zu Goldaktien. Auch jemand hat ein Buch geschrieben, weite Videos zu einfach namhaften Experten. Wenn Sie generell Rückfragen oder Zustellungsprobleme hinsichtlich des Reports haben, mich einfach kontaktieren. Ich rufe Sie dann spätestens am Abend zurück. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit zugesagt hat. Besten Dank und auf Wiedersehen.